Europa rüstet zum Krieg. 800 Milliarden Euro sollen EU-weit für Rüstung bereitgestellt werden, wenn es nach Kommissionspräsidentin von der Leyen geht. Die Verschuldungsregeln sollen gelockert werden. EU-Musterschüler Deutschland wird sich unter Friedrich Merz für Rüstung sogar unbegrenzt neu verschulden dürfen. Dafür wurde eigens das Grundgesetz geändert. Nun hat die Alternative für Deutschland und auch die AfD-Delegation hier in Brüssel immer gesagt, dass Deutschland wieder wehrfähig werden muss, dass wir unsere militärische Abhängigkeit von den USA reduzieren müssen. Heißt das, wir begrüßen diese Aufrüstungspläne der EU? Das heißt es nicht, denn von Wehrfähigkeit haben wir gesprochen, nicht von Kriegstüchtigkeit, wie die regierenden Kartellparteien das jetzt tun. Ironie am Rande, viele derer, die jetzt am lautesten schreien, sind Kriegsdienstverweigerer und haben noch nie eine Kaserne von innen gesehen. Und jetzt können sie nicht laut genug für den Krieg gegen die Atommacht Russland trommeln. Was für ein Wahnsinn! Angeblich steht der russische Aggressor vor den Toren Westeuropas und lauert nur darauf, bei uns einzumarschieren. Welches Interesse sollte aber Putin daran haben? Locken ihn Bodenschätze? Die sind gar nicht vorhanden. Unsere Infrastruktur ist marode, unsere Industrie wandert ab. Rational betrachtet hat Russland nicht das geringste Interesse an einem militärischen Abenteuer auf dem Gebiet der NATO, zumal nach dem langen, zermürbenden Krieg in der Ukraine. Man muss überhaupt kein Freund Putins sein, um das ganz nüchtern festzustellen. Nachdem US-Präsident Trump jetzt für eine schnelle Friedenslösung in der Ukraine eintritt, besteht die historische Chance, diesen furchtbaren Krieg endlich zu beenden, der schon Hunderttausenden Soldaten, jungen Männern das Leben gekostet hat. Und was tut die EU, was tut Deutschland? Friedrich Merz unterstützt und bestärkt noch die ukrainische Kompromisslosigkeit und will deutsche Taurus-Raketen an Zelensky liefern, die Ministerialgebäude in Moskau treffen können. Diese Waffensysteme sind wohlgemerkt nur mit direkter deutscher Hilfe zu bedienen. Das würde Deutschland unmittelbar zur Kriegspartei machen, mit allen unabsehbaren Folgen für unser Land. Wer so handelt, vertritt alles, nur nicht die Interessen Deutschlands und seiner Bürger. Totale Verantwortungslosigkeit ist noch das Mildeste, was man über ihn sagen kann. So jemand dürfte niemals deutscher Kanzler werden. Und wenn es heißt, in der Ukraine würden unsere Werte, unsere Art zu leben verteidigt, Friedrich Merz hat das wörtlich gesagt, was meint er denn eigentlich damit? Meint er den Christopher Street Day, Toleranz und bunte Vielfalt und all die anderen schönen Werte unserer Demokratie? Oder nein, das sind doch Dinge, die die Ukrainer gar nicht so schätzen, womit Stefan Bandera, ein NS-Kollaborateur und glühender Antisemit, Nationalheld ist. Hat man dazu übrigens jemals ein Wort der Kritik von unseren Kämpfern gegen rechts gehört? Vielleicht meinte Merz ja auch die in der Ukraine grassierende horrende Korruption. Wie auch immer, keines dieser Ziele ist es wert, unsere jungen Leute aufs Schlachtfeld zu schicken, wo sie für die Ideologie und die Machtinteressen einer korrupten Elite ihr Leben lassen sollen. Ja zu einer wehrfähigen deutschen Armee, Nein zu einer deutschen Kriegsbeteiligung jeglicher Art. Die EU wurde doch immer als Friedensprojekt beschrieben. Ja, ihre Existenz wurde damit gerechtfertigt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr beweisen könnt, dass ihr es damit ernst meint.